Robert, wie sagt man da jetzt am besten? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, oder wie? Genau. Leute, es gibt ein großes Update nach 7 Monaten beim G63 AMG 4x4. Das Auto steht nämlich nicht mehr da. Ja, Steht da nicht was anderes normal? normalerweise steht da nochmal was anderes, aber dazu werden wir irgendwann mal darauf eingehen. Ja, Oder? würde ich auch sagen. Ja. Aber heute geht es erstmal um den G63 AMG 4x4. So viel dazu schon mal, Leute. Nein, das Auto ist nicht verkauft. Selbstverständlich nicht, sondern es geht endlich was vorwärts, Leute. Und zwar nach genau 7 Monaten, als ich das Fahrzeug abgeholt habe, kam er dann im Dezember die sogenannte Rückrufaktion, beziehungsweise erstmal kam ja ein Schreiben, dass wir das Auto ja nicht mehr fahren durften. Dementsprechend haben wir das Auto jetzt, ja, mehr oder weniger das letzte halbe Jahr nicht mehr bewegen können. Es ist jetzt mittlerweile Monat Juni. Aber Leute, es geht endlich was vorwärts, denn das Fahrzeug ist weg. Das Fahrzeug steht nämlich beim Mercedes-Händler, wo ich das Auto nämlich damals auch abgeholt habe. Und der G63 AMG 4x4 wird endlich repariert. Und dann hoffe ich mal, dass wir danach endlich ordentlich aufreißen können. Das würde ich hoffen. Wir haben das Auto bis heute noch nicht eingefahren, Leute. Wir haben ja eine Akrapovic-Abgasanlage auf dem Auto montiert und sonst konnten wir eigentlich mit euch gemeinsam nichts zu dem Auto großartig machen. Ich würde aber mal ganz kurz sagen, wir haben ja nämlich jetzt vor ein paar Wochen haben wir ein Schreiben bekommen gehabt. Das ist ja, soweit ich weiß, mehr oder weniger einer der allerersten G63 4x4, die repariert werden. Und Robert, gib mir mal ganz kurz diesen Brief, weil Leute, ich sage euch eins, ich will euch nur einen Satz vorlesen und da musste ich nämlich schon ein bisschen schmunzeln, denn man muss ja klipp und klar sagen, es gab ja wirklich einige Kunden, man hat ja die Option beim G63 4x4, du konntest dein Auto zurückgeben. Auch wir wurden gefragt, ob wir das Auto zurückgeben möchten, du kriegst dein Geld wieder zurück. Das Ganze wird dann verzinst, also eigentlich machst du damit Minus. Aber für mich stand immer zur Debatte, ich möchte mit euch geilen Content produzieren und alles andere war mir wirklich egal. Dementsprechend, es gab auch einige Kunden, was ich auch verstehen kann, die mit dem Anwalt vorgegangen sind, um natürlich, was das ganze Thema Nutzungsausfall angeht und so weiter. Und da wurden natürlich einige rechtliche Schritte eingeleitet, aber wie gesagt, für mich stand das nie zur Debatte. Dennoch musste ich hier schon ein bisschen schmunzeln, denn hier stand nämlich dann zum Beispiel mitunter, selbstverständlich führen wir die notwendigen Arbeiten im Rahmen des Rückrufes für Sie kostenlos durch. Also da muss ich schon mal sagen, vielen Dank Mercedes, dass ihr die Arbeiten kostenlos durchführt. Ja. Zusätzlich erhalten Sie, bedingt durch die bisherigen Nutzungsausfallzeiten, jetzt wird es nämlich noch besser, Leute, eine Garantieverlängerung für Ihr Fahrzeug. Nach Austausch des Hinterachsgetriebes erhalten Sie automatisch eine neue startende Garantiefrist, analog der Mercedes-Benz Neufahrzeuggarantie. Ja, also weiß ich jetzt nicht, Robert. Ich gebe dir mal hier nochmal wieder den Brief. Ja, vielen Dank. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, was soll man dazu sagen? Also erstens, es ist ja eigentlich logisch. Damals beim G63 4x4, das Auto wurde ausgeliefert und es gab ja diese Rückrufaktion schon mal. Und ihr wisst es ja, wir haben ja darüber klar und deutlich geredet. Das ist ja nicht einfach ein simples Problem, sondern wirklich ein extrem gefährliches Problem. Und es wurde ja hier um Centbeträge gespart, dass Mercedes sich einen neuen Zulieferer gesucht hat, der eben entsprechend das Hinterachsgetriebe für die produziert hat. Und ja, was ist passiert? Es ist ein riesen Millionenschaden dadurch passiert. Denn es musste ja erst ein zweites Mal passieren, dass Mercedes irgendwann auf die Idee gekommen ist, ja, es könnte irgendwie nicht funktionieren, da passt irgendwas nicht. Und jetzt hoffen wir mal, dass wenn jetzt das Auto repariert wird, dass dann endlich alles passt. Denn es ist ein Riesen-Act und ich meine, mir letzten Endes tut es extrem leid, nur irgendwo nicht nachvollziehbar und vor allem für die Kunden, die schon bei der ersten Rückrufaktion betroffen gewesen sind, weil bei uns war es ja wirklich, wie gesagt, die zweite Rückrufaktion, wo wir damit betroffen gewesen sind. Aber ganz ehrlich, Leute, also ich meine nochmal, mir ist es ja wirklich egal. Für mich ist das Wichtigste, dass das Auto wieder da ist, dass wir endlich mit dem Auto ordentlich fahren können, damit wir endlich aufreißen können. Aber ganz ehrlich, für die anderen Kunden, die erhalten ja alle dieselbe Post. Da muss man doch wenigstens sagen, okay, pass auf, hier, ihr seid zur AMG Driving Experience eingeladen, testet ein paar neue Fahrzeuge von uns, bisschen Rennstrecke oder hier G-Klasse Offroad Experience in Graz. Das habe ich ja auch schon alles gemacht. Aber gebt doch den Kunden ein bisschen was zu bieten, dass sie sich einfach wertgeschätzt fühlen. Nochmal,
Mir ist es egal. Ich will einfach mit dem Auto fahren. Ich will mit euch, Leute, coolen Content produzieren. Aber für die anderen Kunden da draußen, die jetzt halt, ja, ich meine, die machen das Theater seit 2 Jahren schon mit, dann musst du doch ein bisschen was dem Kunden bieten können. Ja? Einfach nur, damit er sich wertgeschätzt fühlt. Jetzt ist es bei uns 7 Monate gewesen. Und ja, jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, Auto ist weg. Leute, ich kann euch nicht sagen, was genau gemacht wird. Wie gesagt, im Brief, man liest raus, Hinterachsgetriebe, Hinterachse wird neu was eingesetzt. Das heißt, schon ein Riesenaufwand des Autos für eine Woche weg. Und dann aber, Leute, erhält das Fahrzeug auch einen neuen Look. Und das wird richtig interessant. Denn darum geht es auch wirklich im heutigen Video darum. Denn wir werden dem Fahrzeug einen neuen Look geben. Und Robert, ich glaube, du hast ja da schon ein bisschen Gedanken gemacht, oder? Ja, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Ja, also ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns dann, ja, ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Nachdem das Auto repariert wurde und da steht, wo wir es als nächstes sehen. Dann machen wir das so, oder? Ja. Also, dann würde ich sagen, Cut und weiter geht's. 3000 Jahre später. Dir geht's ein bisschen zu gut hier, oder? Ja, also ich sag dir eins, ich fühle mich hier sehr wohl. Einen schönen Espresso haben wir gerade getrunken. Schönen Paulaner Spezi, der ist auch Beste. ganz wichtig. Ja, Mann. Also hier bei The Car Groomers kann man sich auf jeden Fall gut gehen lassen. Denn Leute, im Hintergrund steht er nämlich schon. Und zwar, der 4x4 ist hier angekommen bei The Car Groomers. Ein autorisierter XPEL-Installateur. Und ja, Leute, ihr könnt euch jetzt schon denken, was jetzt hier nämlich passieren wird. Das Auto wird nämlich jetzt hier die nächsten Tage bei The Car Groomer stehen und es wird sich, glaube ich, nicht nur ein bisschen verwandeln, der 4x4, sondern es wird sich ordentlich verwandeln. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal so ein bisschen nach vorne, denn wir haben hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und ich glaube, viel mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. Das kommt Das richtig gut. Auto wird von extrem böse zu noch mal böser, Ja. was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass das noch geht. Aber ja, Leute, das geht. Denn wir werden hier die sogenannte XPEL Stealth Standardschutzfolie installieren. Bedeutet, das Auto wird sich von aktuell glänzend schwarz in mattschwarz verwandeln. Wir haben das Ganze ja auch schon mal beim AMG GT Black Series gemacht. 1:1 dieselbe Lackierung, Obsidian Black nennt sich das Ganze. Ich finde das ein sehr geiles Schwarz, vor allem das Geile ist, es kostet auch keinen Aufpreis bei Mercedes. Das ist geil. Und wir sind ja schon mal, als das Auto damals, ich glaube irgendwann Oktober, glaube ich, haben wir die Auslieferung Dreh, ja. gehabt, sind wir schon zu The Car Groomers hierher gekommen, denn wir hatten hier, beziehungsweise wir haben sie immer noch, eine glänzende XPEL Standardschutzfolie hier installiert und zwar bis hier und hier nach oben und ab da dann nicht mehr, denn was natürlich für mich der Hintergedanke gewesen ist, dass wir das Auto einfahren können, die 1500 Kilometer und da vorne der komplette Schutz gegeben ist und dass wir dann hier die schöne Stealth-Folie installieren. Aber dann durfte man das Auto ja nicht mehr fahren und dementsprechend sind wir aber jetzt halt hier und jetzt, Leute, ist es soweit. Jetzt wird sich der 4x4 komplett verwandeln mit der XPEL Stealth Standardschutzfolie und ich bin mal wirklich gespannt, wie das am Ende ausschauen wird. Es ist ein Haufen Arbeit, denn es ist nämlich ein Haufen Fläche. Aber was natürlich The Car Groomer schon gemacht hat, hier die kompletten Carbon-Teile wurden beim letzten Mal schon geschützt. Das bleibt auch hier schön glänzend. Ich bin natürlich ein Riesenfan von glänzendem Carbon. Dementsprechend belassen wir auch hier die glänzende Standardschutzfolie. Und es wird sich rein nur hier auf den Lack fokussiert, damit der richtig schön böse wird. Und ihr müsst überlegen, Leute, jetzt ist das ja hier in Anführungsstrichen nur die XPEL Stealth Folie. Aber anschließend wird dann noch eine Keramikversiegelung aufgetragen. Bedeutet, Leute, das wird sich nochmal verwandeln. Das wird nochmal deutlich dunkler, böser ausschauen. Also da bin ich mal extrem gespannt. Was wir natürlich auch noch machen werden, und zwar, wir haben hier schon diese Wärmedunkelverglasung, ist hier schon serienmäßig dabei gewesen, also ohne Aufpreis, weil ich sage euch eins, Leute, ich würde nie ein Fahrzeug bestellen mit Aufpreis extra hier für die Wärmeschutzverglasung, denn erstens, es ist nicht komplett dunkel, plus es hat auch nicht wirklich seine Wirkung vom Wärmeschutz, ja. Dementsprechend gibt es hier von XPEL die sogenannte Prime-Folie. Ja? Bedeutet, wir werden hier diese Folie hier schön für die Scheiben verwenden. Und dadurch, ihr seht es, es ist
deutlich, deutlich dunkler. Ja? Das heißt, es sieht deutlich geiler aus. Plus, wir haben auch wirklich den Effekt, ja, dass auch wirklich im Sommer, wenn du fährst, dass dann nicht die Hitze in den Innenraum geht. Und ja, da bin ich mal jetzt sehr gespannt. Ich würde sagen, Robert, Ja. wir wollen gar keine Zeit verlieren. Wir wollen auch die Jungs hinten nicht stören. Deswegen, ihr seht, Full House, die sind fleißig am Arbeiten. Das Auto wird auf jeden Fall jetzt ein paar Tage brauchen. Und Robert, du wirst ja immer mal wieder so ein bisschen was dazwischen einblenden, Ja, oder? genau. Und dann würde ich vorschlagen, Leute, dann sehen wir uns in der Garage wieder, wenn hier der G63 4x4 mit der schönen, kompletten XPEL Stealth Folie foliert ist. Und dann sehen wir uns in der Garage wieder. Auf geht's. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that. So, Robert. So, schönen guten Tag. Leute, der Tag ist gekommen. Endlich. Nach 7 Monaten Warten ist es endlich soweit. Wir dürfen endlich offiziell den G63 AMG 4x4 fahren und wir haben ihn in ein schönes neues Design gepackt, gemeinsam mit XPEL. Und ich würde sagen, Robert, wir machen jetzt mal hier auf, oder? Ja, machen wir auf. Und jetzt, Leute, Alter, ich bin so gespannt. das sieht einfach so geisteskrank aus. Ist das Wahnsinn, Schau dir das mal an, wie hoch das schon wieder ist. Ey, das ist ja brutal, das Ding, Mann. Also das war ja Schau's dir mal davor, an. war das ja schon so, ne? Alter. Wo du dir schon dachtest, mehr geht nicht. Aber alter Schwede, Robert, ich würde sagen, ich fahre ihn jetzt mal kurz in die Mitte, oder? Definitiv. Damit dann er schauen wir jetzt uns endlich wieder hier in der Garage steht, oder? Endlich. Spring rein. Da passt kein Haar dazwischen. Das sieht so geisteskrank aus. Also ich sag dir, das Auto dürfte wirklich nicht höher sein. Nee, oder? auch beim Rangieren, wenn du bremst, dann hebst du es hinten so hoch, dass Ja, ja, schau dir das mal an. Und ich hatte schon meine Sorgen jetzt durch die neue Hinterachse, dass er vielleicht irgendwie tiefer wäre oder so, weißt du? oder höher. Aber sieht genau gleich aus. Ja. Aber, also ich hätte nicht gedacht, dass das so einen krassen Unterschied macht. Also das ist ja noch mal heftiger als beim GT Black Series. Wie das noch mal jetzt da crazy. raussticht, Leute. Hier mit der XPEL Stealth Folie. Weil du hier natürlich bei der G-Klasse noch mal viel mehr überall diese Ecken und Kanten hast. Allein, Robert, wenn du mal hier aus dem Winkel filmst, wie du hier diese komplette Linie siehst. Also Leute, ich bin extrem gespannt auf eure Kommentare. Robert, vielleicht kannst du ja noch mal ein Bild einblenden, ne? Wie das Fahrzeug davor ausgesehen hat. Ja? Jo. In dem schwarzglänzenden, dem schönen Obsidian Black, was ich ja schon eine mega Farbe finde, für das, dass die auch gar keinen Aufpreis kostet, weil ganz ehrlich, Leute, du kannst ja den G63 AMG 4x4, kannst du dir ja in matt schwarz ja bestellen. Aber ich glaube, der Aufpreis liegt erstens bei 12.000 €. Dann musst du natürlich noch eine Scheinwerferschutzfolie drauf machen, weil vor allem Mattlackierungen sind extrem anfällig, weil wenn du irgendwo einen Steinschlag drinnen hast, ja, hier vorne an der Seite, normalerweise müsstest du das Auto komplett neu lackieren, weil das natürlich bei einer Mattlackierung extrem, extrem aufwendig ist. Und jetzt ganz ehrlich, wir haben das Fahrzeug in glänzend schwarz gehabt. Wir haben jetzt hier eine XPEL Stealth Steinschlagschutzfolie drauf gemacht. Dann hat Clean Car Care Dachau uns die schöne Keramikversiegelung auch hier schön überall am ganzen Fahrzeug installiert. Und jetzt hast du hier richtig diesen tiefen, bösen, matt schwarzen Look. Und was ein Auftreten das ist. Passt perfekt zu dem Auto. Ey, Es sieht so krass aus. das ist wirklich Wahnsinn. Vor allem jetzt, Leute, einfach dieses reine Gewissen zu haben, dass wir hier jetzt einen 100%igen Schutz dank XPEL haben, ja. Wir hatten ja davor vorne die Steinschlagschutzfolie, einfach nur damit wir das Auto einfahren konnten, aber dann durften wir nicht mehr fahren. Aber jetzt natürlich komplett ringsrum, Seitenspiegel. Dann haben wir ja zusätzlich ja auch noch hier eben jetzt die Scheiben
auch nochmal verdunkelt, was das allein jetzt für einen Unterschied macht, ja. Wie Tag und Nacht. Das ist einfach nochmal böser, geiler und die Funktionalität ist wirklich gegeben, wenn es extrem heiß ist, wenn wirklich die Sonne richtig aufs Auto ballert und dementsprechend sieht es natürlich geil aus und du hast auch wirklich die Funktionalität. Aber dann geht es auch hier komplett weiter. Vor allem hier ist natürlich auch so klassisch, wo du dir auch hier und da die Steinschläge holen kannst. Das Carbon hatten wir ja schon foliert von XPEL mit der glänzenden Steinwerkschutzfolie. Also das Auto ist komplett eingepackt, sogar auch hier hinten. Das komplette Carbon haben wir auch alles komplett schön mit Steinwerkschutzfolie ummantelt. Und natürlich, man muss ganz klar und ein großes Dankeschön an Car-Groomers hier aussprechen, die hier die XPEL Stealth Folie installiert haben an dem Auto, weil das ist ein extremer Aufwand. Ja? Ja. Weil nicht nur, dass du extrem viel Fläche hast, sondern eben genau durch diese ganzen Ecken und Kanten macht das Ganze natürlich extrem kompliziert. Ja? Allein hier bis hin zum Tankdeckel. Also das ist schon wirklich, wirklich faszinierend. Ja? Das ist schon... Ja, es ist crazy. Ich war ja da 2 Tage, das ist ein Aufwand. Ja. Aber ich glaube, ein Aufwand, den du machen musst. Ja, definitiv, definitiv. Also Leute, ich bin extrem gespannt auf eure Kommentare. Aber es ist eigentlich, musst du sagen, von einem Monster zu einem Ultramonster hat sich das Ganze jetzt verwandelt. Das ist wirklich krass. Also ich hatte erst so ein bisschen meine Sorgen, dass es ein bisschen too much sein könnte, Ja, weil das glänzende Schwarz, du hast halt, es ist böse, aber auch irgendwie ein elegantes Auftreten. Und das ist halt jetzt einfach nur noch komplett auf die, ja, ne? komplett auf die 12. Aber irgendwie immer noch, also ich finde es jetzt nicht over the top, weiß ich nicht. Nee, auch gerade, weil das Carbon halt noch glänzend ist und alles. Genau. Das ist perfekt Du ausgewogen. hast immer noch den Kontrast, also ja. Wie gesagt, Leute, ich Total. bin extrem gespannt auf eure Kommentare, ob euch hier das neue Design gefällt, wobei man ja nicht mal von dem neuen Design sprechen kann, denn letzten Endes, wir haben ja ganz simpel einfach nur eine matte Standardschutzfolie, die matte XPEL Stealth Folie foliert, aber das Auto hat sich einfach komplett in ein anderes Fahrzeug verwandelt. Und ja, ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Die neue Hinterachse ist ja jetzt drinnen, ein neues Hinterachsgetriebe wurde auch verbaut und jetzt schauen wir mal, wie lange das Ganze halten wird. Ich gehe mal stark davon aus, es sollte auf jeden Fall jetzt halten. Ja, ich hoffe. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss hier mit dem Video. Wir werden jetzt das Auto fleißig die nächsten Tage, die nächsten Wochen einfahren. Dementsprechend, Leute, kommentiert auch mal gerne drunter. Was wollt ihr hier mit dem G63 AMG 4x4, was wollt ihr da alles so sehen? Was soll der Robert und ich machen? Sollen wir campen gehen? Sollen wir fischen gehen? das wär Robert, ich geil. weiß nicht, ob du auch schon irgendwelche Ideen hast, Ja, Fischen klingt geil. aber so eine schöne Campertour hinten, ja, Mann. ballern wir den schönen Bernhard-Grill rein. Ja? Alter, das wäre geil. Und da machen wir es uns ganz gemütlich, oder? Definitiv. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Leute von euch noch mit. Ja, Wir haben hier können wir hinten machen. noch Platz. Ja, Platz So ein ist ohne kleines Ende. Gewinnspiel oder so mit Camping Offroad. Hä? Schauen wir mal, was wir da machen. Wäre das Schönes. was? Alles ja. klar. Ich würde sagen, wir machen Schluss mit dem Video. Nochmal ein großes Dankeschön an XPEL, an Car-Groomers und natürlich auch an Mercedes-Benz, dass hier das Fahrzeug endlich gerichtet worden ist. Und dann würde ich sagen, sind wir raus und bis zum nächsten Video wieder. Peace out.